Eine Oberleitung im Modell sollte eigentlich genauso mit dem Hintergrund verschmelzen, wie das meist beim Vorbild auch der Fall ist. Dann kann man auch mal solche Bilder machen, ohne dass sofort ersichtlich ist, dass es sich hier um ein Modell handelt. Leider sieht es in der Realität eher so aus. Deswegen zeige ich euch hier in diesem Video, wie ihr eine feine, aber trotzdem voll funktionsfähige Oberleitung bauen könnt. Und dann kann man auch in Ruhe mal auf den patinierten Dachgarten für seinen Lok schauen, ohne dass da irgendwelche Wasserleitungen rumhängen. Dieser Bereich der Anlage erhält heute seine Oberleitung. Er ist im Großen und Ganzen fertig gestaltet. Die Bäume waren schon mal montiert, werden natürlich erst endgültig verklebt, wenn der Fahrdraht hängt. Und was natürlich noch fehlt, ist der Hintergrund. Damit das Ganze nicht zu einfach wird, ist dieses Teilstück herausnehmbar. Und ich habe mir überlegt, wie ich das am besten löse mit der Oberleitung an der Trennstelle, weil ein 0,25 mm Draht jedes Mal neu ein- und aushängen wird auf Dauer nicht funktionieren. Wir haben also einen Fixpunkt, der unter dieser Brücke liegen wird, und auf der anderen Seite verschwindet der Fahrdraht in einem imaginären Bereich. Man kann sich später auch selber überlegen, ist es ein Tunnel, ein Geländeeinschnitt oder was auch immer. Für die genaue Position der Masten und Seitenausleger nehme ich immer das Fahrzeug mit dem schmalsten Schleifstück. Das ist in meinem Fall die Selima E10 und kann damit auch den seitlichen Versatz berücksichtigen, den ich aufgrund von der Kurvenüberhöhung bekomme. Wenn ihr also da mit einem Gleisplanungsprogramm arbeitet, Vorsicht! Um das zu demonstrieren, habe ich jetzt mal entsprechend meiner Gleisüberhöhung ein 1,5 mm Material unter die Räder gelegt und ihr seht, schon verschiebt sich der Mittelpunkt fast in die Mitte vom Schleifstück. So, dann zerlegen wir das Ganze mal. Der obere Teil der Brücke wird einfach nur aufgesteckt und schon könnt ihr auch schon in Grenzen erkennen, wo später die Oberleitungsdrähte aufgesetzt werden. Die Verbindung der Module zueinander besteht ganz einfach aus Flügelschrauben und Flügelmuttern. Auf der anderen Seite ist die Lösung noch simpler. Wir haben hier wieder unsere schraubbare Lüsterklemme. Und hier habe ich einfach eine Schiebemechanik gemacht, die etwas klemmt und später das Ganze freigibt, weil die Lagerung nur über einen Passstift erfolgt. Jetzt muss ich bloß noch die Übergangshaube abnehmen. Dann einmal links gelüftet und auf den Passstift gelöst. Und dann lässt sich das Modul auf der rechten Seite herausschwenken, ohne dass der Fahrdraht Schaden nimmt. Mit diesem einfachen Hilfsmittel kann ich nun die Ausleger im rechten Winkel zueinander fixieren. Das hilft mir später beim Verlöten und auch jetzt schon beim Bestimmen der Fahrdrahtlänge. Wenn man hier genau arbeitet, vermeidet man später aufwendige Lötarbeiten an der fertigen Oberleitung. Viele von euch können sich bestimmt noch an Rolf Knipper erinnern, der durch seine unzähligen innovativen Ideen im Anlagenbau bekannt und berühmt wurde. Von ihm stammt die Idee zu dieser Lötschablone, die er bereits in den 90er Jahren entwickelt hatte. Man kann mit ihr Fahrdrähte bis zu 600 mm herstellen, was für H0 völlig ausreichend ist. Es gibt genügend Halter, mit denen wir an verschiedenen Stellen die Höhe unserer Hänger einstellen können, damit nachher das Polygon mit dem Tragseil die gewünschte Form erreicht. Gut, dann fangen wir an. Ich habe mir jetzt mal ein Stück Messingdraht von der Rolle abgezwickt. Als erstes spanne ich ein Ende in diesen Schraubstock ein. Der dient einfach nur als Zuggewicht, weil ich möchte den Draht
bevor ich ihn verarbeite, strecken, damit später, falls ihr doch mal aus Versehen gegen die Oberleitung kommt, diese sich nicht dehnen kann und danach die Hänger krumm stehen aufgrund der Längenveränderung. Dafür nehme ich dann einfach die Zange, packe den Draht und hebe das Ganze vorsichtig an, bis der Schraubstock völlig entlastet ist. Dadurch erziele ich bei allen Drähten eine gleichmäßige Reckung, die den weiteren Vorteil hat, dass der Draht um einiges gerader zum Verarbeiten wird. Die Schablone ist nun eingerichtet. Jetzt wird der Draht am ersten Fixpunkt geklemmt. Und einmal um die erste Aufnahme geschlungen. Leicht gespannt. Und dasselbe auf der anderen Seite. Wenn das Tragseil ebenfalls in der Schablone fixiert ist, können wir mit den Hängern anfangen. Daher nehme ich mir wieder ein Stück Draht, winkel es ab und schneide es relativ kurz an der einen Seite ab. Die Länge können wir dann einstellen, indem wir es in die Schablone halten. Und ein zweites Mal abwinkeln. Beim eigentlichen Verlöten versuche ich möglichst wenig Lötzinn zu benutzen, damit später das Schleifstück vom Pantograph nicht hängen bleibt. Dafür wird dann der Draht an der Lötstelle mit Flussmittel oder Lötwasser benetzt. Kleiner Tipp, wenn ihr nicht euren besten Pinsel da zusammenfressen lassen wollt, nehmt diese kleinen Tupfer-Pinsel, Korrekturpinsel, die eignen sich sehr gut dafür. Und streicht alle zu lötenden Stellen damit ein. Der Lötkolben wird nur an der Spitze ein bisschen verzinnt. Dann reicht eine kurze Berührung aus, um die beiden Drähte miteinander zu verlöten. Genau dasselbe machen wir dann oben am Tragseil auch wieder. Und wie man sieht, die Verbindung ist ausreichend stabil und unten haben wir keinerlei Lötzinn, an dem das Schleifstück hängen bleiben könnte. Wenn das Feld fertig gelötet ist, reinige ich noch die Lötstellen mit Wasser, damit mir das Flussmittel später meinen Lack nicht auffrisst. Und jetzt wisst ihr auch, warum diese Schablone so ein bisschen schmuddelig aussieht. Zum Abschluss noch ein ganz wichtiger Schritt. Ich markiere mir das Tragseil, damit ich später weiß, wie die richtige Einbaulage ist. Weil was nämlich jetzt dann gleich passiert, zeigt, dass das keine übertriebene Vorsicht ist. Dann die Schraube vom Seitenhalter lösen. Und spätestens jetzt kennt sich keiner mehr aus, was oben und was unten ist. Spätestens jetzt habt ihr nämlich keine Ahnung mehr, wo die richtige Einbauposition ist. Und wenn ihr dann noch Tragseil und Fahrdraht verwechselt, hängen später sämtliche Hänger in die falsche Richtung. So, dann schauen wir noch mal, wie wir dieses störrische Stückchen Draht hier sauber gespannt an unseren Oberleitungsmasten montieren können. Wie gesagt, ganz wichtig, die Markierung fürs Tragseil und man sieht auch die ersten beiden Ösen. Im ersten Schritt habe ich jetzt das Tragseil mal lose eingehängt in den Ösen, damit der Draht irgendwie halbwegs brauchbar da hängt,
Gespannt wird das Tragseil erst dann, wenn der Fahrdraht komplett verlötet und vorgespannt ist, weil damit kann ich dann immer noch die Position der Hänger ein bisschen einrichten. Selbst die Kamera hat Schwierigkeiten, den Draht zu finden. Da ich den Draht in der Lötschablone einmal um die Aufnahmestifte geschlungen habe, kann ich jetzt diese Schlaufe in den Seitenhalter einstecken und habe das dann einfach an hinten mit einer kleinen Wäscheklammer gesichert, damit er mir nicht wieder rausrutschen kann. Am Festpunkt dasselbe Spiel, nur habe ich jetzt hier ein Stückchen Kreppband genommen, damit ich ein bisschen mehr Aktionsradius habe. Zum Löten nehme ich auch wieder ein Tröpfchen Löswasser, damit die Lötung schnell geht. Weil ich will ja nicht, dass unser Seitenhalter sich wieder löst, wobei uns da auch ein bisschen die hölzerne Wäscheklammer hilft. Dann möglichst nur von oben mit dem Lötkolben kurz antippen und fertig ist die Lötstelle. Machen wir eine Kontrolle. Ja, bestens, steht nichts über. Die zweite Fahrleitungskette hängt jetzt auch. Dann können wir die beiden Sachen verlöten miteinander. Die beiden Fahrdrähte. Die überstehenden Enden habe ich noch nicht abgezwickt. Weil so habe ich noch die Chance, irgendwas zu korrigieren, ohne dass mir der Draht zu kurz wird. Leicht vorverzündete Lötkolben. Jetzt sollte man eine kurze Kontrolle von der Fahrdrahtlage vornehmen. Am Schleifstück sieht man oben noch die roten Markierungen, die ich mir zum Ausrichten angebracht habe. Und wie man sieht, passt, liegt innerhalb der Toleranz. Und auf der anderen Seite von unserem Zickzack, auch da, Lage in Ordnung. Und der Puffer ist ab. Na gut. Jetzt kann ich den Festpunkt vom Fahrdraht lösen von seinem provisorischen Kreppband und lege es jetzt in die Nut von dem Halter ein. Gehe vorsichtig nach oben. Und wickel den Draht um die Halteschraube. Auch hier lasse ich den Überstand erstmal dran, falls noch irgendwelche Korrekturen kommen sollten. Noch einen kleinen Lötpunkt zum Absichern. Und gut. So, und jetzt können wir unsere ganzen Haltevorrichtungen demontieren. Weil jetzt geht es dann an die Klemmvorrichtung. Beziehungsweise natürlich an die Spannvorrichtung. Und ihr seht schon, da hält schon ein bisschen was aus, der Draht. Der Fahrdraht wird über eine Umlenkerrolle geführt und dann mit einer Feder gespannt und eingehängt. Unten sieht man auch noch die Fangbügel für die Tunneloberleitung. Beim Einhängen von der Feder muss man ein bisschen aufpassen, dass einem die nicht davon schnalzt, weil ansonsten könnten die Hänger Schaden nehmen. Die Feder wird ungefähr mit 1 Kilogramm vorgespannt. Das ist dann deutlich weniger als die 1,6 Kilogramm Gewicht von dem Schraubstock, mit dem ich den Draht vorher gestreckt hatte. Und somit sollten sich später auch keine Längenveränderungen mehr ergeben. Klingt doch ganz gut. Wenn der Fahrdraht fertig abgespannt ist, kann man jetzt das Tragseil ausrichten. Dabei in dem Fall natürlich diese Spezialkonstruktion mit der Brücke beachten und den Isolator noch anbringen. Dann spanne ich das Tragseil ein klein wenig, bis der Hänger gerade steht.
und wickel es wieder um die Klemmschraube. Die Feder für das Tragseil ist deutlich weicher, weil wenn man es hier übertreibt, dann macht das Tragseil seinem Namen alle Ehre und hebt die gesamte Kette in der Mitte zu sehr nach oben. Das zweite Gleis ist mittlerweile auch überspannt. Jetzt machen wir mal einen Test mit einem unveränderten Märklin Stromabnehmer. Der hat noch beide Federn. Er ist eher noch ein bisschen schwergängiger, weil ich ihn lackiert habe. Und wie man sieht, der Draht wird kaum merklich angehoben. Die endgültige Farbgebung erfolgt dann mit einer olivbraunen Farbe, die am besten den oxidierten und verwitterten Fahrdraht darstellt. Da rechts von der Brücke, an dem ich den Fahrdraht auf dem neuen Teilstück fest abgespannt habe, noch keine Fahrleitung hängt, muss ich euch jetzt mal die Leistungsfähigkeit von diesem ganzen Fahrleitungssystem auf einem anderen Teilstück zeigen, an den Lorelei-Portalen. Wie man hier sieht, musste ich da aufgrund von den breiten Schleifstücken der alten Märklin Dachstromabnehmer den Fahrdraht doch deutlich absenken im Tunnel. Und das führt natürlich dazu, dass die Stromabnehmer bei schnellerer Fahrt eine recht ordentliche Bewegung machen und auch, wenn da irgendwelche Problemstellen sein sollten, die auf jeden Fall aufzeigen würden. Ich zeige das jetzt mal bei verschiedenen Geschwindigkeiten und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Wir fangen mal ganz moderat an, so mit Tempo 80. Keinerlei Probleme. Dann steigern wir uns langsam mal, so um die 135. Gerade noch zu sehen, alles gut. So, für die nächste Fahrt nehme ich ein bisschen mehr Abstand, weil es könnte sein, dass es ein bisschen schneller an euch vorbei huschen wird. Ihr hört schon den Anlauf und wir haben Tempo kaum zu sehen. Habt ihr nicht gesehen? Also nochmal. Das müssten so Tempo 230 sein. Und selbst bei diesem extremen Tempo zeigt der Fahrdraht überhaupt keine Probleme. Einen Versuch noch. Aber ihr seht einfach, es passiert nichts. Wunderbare Sache. Und während ich euch abschließend noch ein paar Bilder zeige von meinem wunderschönen, zerknitterten und leider völlig unpassenden Hintergrund, möchte ich mich fürs Zusehen bedanken. Wenn ihr Wünsche und Anregungen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde versuchen, möglichst viel darauf einzugehen. Und natürlich nicht vergessen, auch ein Abo dazulassen. Das ist die sicherste Methode, um immer rechtzeitig informiert zu werden, sobald wieder ein neues Video hochgeladen wurde und online verfügbar ist. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.